Leute, wir haben ein kleines Problem. Und zwar dieses Schmuckstück hier. Das wird jetzt ganz schön scheiße mit 60 Kilo Gepäck. Das ist schwer. Oh. Okay, das ist gar nicht witzig. Hallo. Brauchen Sie Hilfe? Wenn Sie hinten ein bisschen schieben möchten, wäre okay. Dankeschön. Nur einen Moment vorher. Ich habe die Kamera laufen, ich mache ein YouTube-Video. Stört Sie das? Soll ich es ausmachen? Okay, dann sind Sie auch auf YouTube. Okay. Oh. Naja, zu zweit ist, glaube ich, leichter. Geht's? Ja. Bitte schon. Dankeschön. Danke gleichfalls. Oh, mega. Das hätte ich ja alleine, wäre das ein richtiger Struggle geworden. Aber man trifft immer Leute, die einem helfen. Jetzt geht's wieder am Berg hoch. Man merkt halt mit dem Gepäck echt jeden Hügel. Es ist so gottlos. So, und dann fahren Sie vorbei und denken wir, die war bestimmt im Regen, du. Die hat vielleicht sogar im Regen die Nacht über. Wir geben ihr einen Kaffee ab. Oh, danke schön. Deswegen haben wir uns hier halb auf den Radweg gestellt, den Donau-Radweg. Ganz schön frech, ey. Deshalb sage ich, mit dem Fahrrad ist es cool, man kommt mit den Leuten in Kontakt. Das ist eine schöne Geschwindigkeit. Man kann anhalten, kommt trotzdem vorwärts. Man kriegt wieder so ein bisschen Hoffnung, dass nicht alles schlecht ist, weil einfach die allermeisten Leute so freundlich sind. Es gibt mir jetzt nochmal richtig Energie für die letzten paar Kilometer. Leute, was soll ich euch sagen? Ich glaube, ihr versteht langsam, wie viel Spaß mir die ganze Geschichte macht. Und das, obwohl ich nass werde, obwohl ich im Zelt schlafe und obwohl es natürlich körperlich anstrengend ist. Aber die ganzen Begegnungen, die frische Luft und alle Erlebnisse, die man hat, sind es einfach wert. Trotzdem habe ich es mir nicht nehmen lassen, heute Nacht in ein Hotel einzuchecken, um einfach meine Sachen trocknen zu können. Weil mein Zimmer sieht aus. Hier hängt ein Zelt. Da hängt ein Zelt. Hier unten auf dem Boden mein Schlafsack. Hier geht's weiter. Die Isomatte, die Regenjacke, Warnweste. Hinter mir ist halt alles nass. Guten Morgen. Ich habe viel zu gut geschlafen in dem Bett wie ein Baby. Jetzt heißt es duschen, den ganzen Krusch hier zusammenpacken und dann gibt's Frühstück. Ich habe heute eine Tour von 95 Kilometern geplant und muss wahrscheinlich jetzt ein bisschen Gas geben, dass es was wird. Unterwegs ist nicht viel passiert. Ich musste ordentlich Strecke machen und habe bis auf ein paar kleine notwendige Unterbrechungen keine Pause gemacht. Das Wetter hat mir heute auch endlich mal wieder in die Karten gespielt und so bin ich abends mit einem traumhaften Sonnenuntergang belohnt worden. Wir haben jetzt 10 Uhr und ich bin tatsächlich jetzt erst losgekommen. Es frisst einfach so Zeit, morgens noch zu posten. Muss ich erstmal noch ein Klo suchen, einkaufen gehen. Hab dann kurz was gefrühstückt, gab aber nur ein Müsli-Riegel und eine Banane. Ja, mal schauen. Ich gucke einfach, wie weit ich komme. Um mich auf die Tour vorzubereiten, habe ich natürlich auch diverse YouTube-Videos und Instagram-Seiten zum Thema Bikepacking durchforstet. Die Jungs und Mädels sind auf ihrer Tour da teilweise um die 200 Kilometer pro Tag gefahren, was in mir die unrealistische Idee geweckt hat, dass auch ich zumindest jeden Tag zwischen 100 und 120 Kilometern fahren kann. Und klar, das geht auch mal, aber halt nur einen Tag und auch nur unter optimalen Bedingungen. Aktuell wird es aber super früh dunkel.
Ich bin jetzt schon an Tag 5 meiner Tour ohne einen Pausetag und ich habe natürlich viel zu viel Gepäck. Außerdem versuche ich euch natürlich zumindest auf Instagram in Echtzeit auf meine Tour mitzunehmen und spätestens damit konnte ich mich von dem Ziel, 120 Kilometer pro Tag zu fahren, vollends verabschieden. Aber am Ende geht es mir auch nicht darum, Rekorde zu brechen, sondern es die Zeit zu genießen, auch mal anzuhalten und vor allem Erinnerungen zu schaffen. Leute, ich habe irgendwie die Grenze verpasst. Auf jeden Fall bin ich in Österreich, habe jetzt leider kein Foto an der Grenze machen können, weil keine Ahnung, wo die war. Jetzt muss ich gleich mal einen Plan machen, ob irgendwie ein Dorf kommt. Das wäre mir eigentlich das Liebste, dass ich wieder an irgendeinem Dorf oder an irgendeinem Hof fragen kann. Aber hier ist es schon relativ touristisch. Ich weiß ja nicht, ob die Leute da so begeistert sind. Ansonsten, wenn es ganz spät ist, sind hier auch schöne Strandabschnitte an der Donau gewesen. Oh, überall sind diese Scheißmücken. Oh, ich sag's euch, die fliegen mir einen Ausschnitt rein. Das ist richtig nervig. Puh. Ja, mal gucken, ich finde schon einen Platz. Einen Schlafplatz zu finden war an diesem sonnigen Tag aber tatsächlich nicht mein größtes Problem. Ich weiß nicht genau warum, aber auf diesem Donauabschnitt wurde ich von kleinen Mücken attackiert und ich konnte quasi keine 100 Meter fahren, ohne eine Mücke zu verschlucken oder eine ins Auge zu bekommen. Bah, Mücke. Scheiß Mücken überall. Widerlich. Leute, das meine ich, wenn ich sage, diese Mücken sind nervig. Guckt euch meinen Pulli an. Sieht man das? Ekelhaft, ekelhaft. Ich muss mir jetzt eine Brille holen. Jetzt werden die harten Geschütze aufgefahren. Junge, guckt euch meinen Pullover an, ey. Das ist ja komplett krank. Seht ihr das? Ey, es ist ja komplett krank. Aber es funktioniert überraschend gut mit dem Tuch und der Sonnenbrille. Zum Glück, ey. Junge! Ja, das ist Bikepacking halt auch. Man findet kreative Lösungen für Probleme, bei denen man nicht mal im Schlaf dran gedacht hat, dass sie auf einen zukommen. Aber hey, diese Fähigkeit, das Beste aus allem zu machen, kann man schließlich auch später im Alltag gut gebrauchen. Und am Ende bin ich nach dieser wunderschönen und proteinreichen Fahrt auch noch mit einem perfekten Schlafplatz belohnt worden. Leute, jetzt gibt's erstmal Abendessen. Geil. Und dazu habe ich noch, wenn ich hinkomme, Brötchen. Das wird sich jetzt rein verleibt. Oh, ist das ein Träumchen? Ist das ein Träumchen oder was? Geil. Hammer. Hi Leute, bevor es mit dem Video weitergeht, möchte ich euch noch ganz kurz von jemandem erzählen. Und nein, das ist keine Werbung und ich verdiene mit diesem Einspieler auch kein Geld. Aber wie ihr wisst, konnte ich meine Reise leider nicht mit einem guten Zweck verbinden. Es gibt allerdings tolle Menschen, die genau das gemacht haben und einer von diesen ist Dominik. Er hat vor kurzem die Organisation Warm Hearts gegründet, um Kindern in Pakistan und der ganzen Welt helfen zu können. Am besten erzählt ihr euch das aber selbst, deshalb nehmt euch bitte die nächsten 30 Sekunden Zeit und lasst ihn uns gemeinsam unterstützen. Hallo, ich bin Dominik und ich bin vor kurzem noch, genauso wie Flora gerade, um die Welt gereist. Ich bin per Anhalter von Deutschland den ganzen Weg nach Singapur gefahren und wieder zurück und habe unter anderem Länder besucht wie Pakistan und Afghanistan. Genau in diesen Ländern ist mir aufgefallen, mit wie wenig wir eigentlich so viel bewirken können. Und genau mit diesem Hintergrund habe ich meine eigene Hilfsorganisation namens Warm Hearts gegründet. Wir bauen Wasserpumpen, wir lassen ganze Slum-Communities mit Solarenergie erleuchten, wir
helfen bei medizinischen Fällen, wir errichten Schulen und wir stehen eigentlich für alles ein, was irgendwie mit humanitärer Hilfe zu tun hat. Wenn auch du helfen möchtest und Menschen in der Welt ein Riesenlächeln ins Gesicht zaubern möchtest, dann werde ein Teil von Warm Hearts. Zusammen können wir wirklich vieles erreichen. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Alle Links zu Warm Hearts findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und es würde Dominik auch schon wahnsinnig unterstützen, wenn ihr einfach auf sein Instagram-Profil geht und die Beiträge liked, kommentiert, was das Zeug hält. Lasst ihm ein Abo und Liebe da. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Guten Morgen. Oh Mann, es ist so kuschelig warm in meinem Schlafsack und es ist so kalt draußen. Oh, ich habe gar keinen Bock aufzustehen. Aber ich muss mir um 6:15. Fuck. Oh. Oh. Ah. Los geht's. Jetzt gibt's doch noch ein ordentliches Frühstück hier, bisschen Porridge-Kaffee. Da ist noch die Drohne. Also den Schlafplatz hier muss ich natürlich filmen. Hier ist mein Zelt. Hier ist so eine kleine Sitzecke. Wie schön. Hier direkt an der Donau. Ein Traum. Schlafplätze wie diese sind mir tatsächlich am liebsten. Man muss nicht weit weg vom Weg fahren und hat trotzdem, vor allem zu der Jahreszeit, seine Ruhe. Das Campen war, glaube ich, auch erlaubt. Man muss sich also auch keine Gedanken machen, nachts verscheucht zu werden. Und wäre das Wetter ein bisschen besser gewesen, hätte man sich auch im Fluss noch abkühlen können. Aber auch die schönsten Schlafplätze muss man wieder verlassen. Ich will in 2 Tagen in Wien sein und habe noch einige Kilometer vor mir. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Es ist so krass, was ich in den paar Tagen an Äpfel, Birnen, Walnüssen und anderes Zeug auf dem Boden habe liegen sehen und verrotten sehen. Und ich finde das so schade. Ich meine, ich kann natürlich auch nicht alle aufsammeln und was soll ich machen? Ich esse halt ab und zu einen und freue mich, aber wieso sammelt die niemand? Da springt jeder ins Supermarkt und kauft sich Pink Lady. Und keiner sammelt die Äpfel direkt vor der Haustür. Nach dieser kleinen Unterbrechung ging es gestärkt weiter und einmal mehr lerne ich die gute Infrastruktur des Donauradwegs zu schätzen. Alle paar Kilometer kann man den Fluss überqueren und wenn es keine Brücken gibt, findet man immer wieder diese kleinen Fähren, die einen für wenig Geld auf die andere Seite bringen. Irgendwie ist die Luft so langsam raus heute. Ich bin jetzt bei 86 Kilometern und ich muss mindestens eigentlich 110, sonst wird morgen brutal. Weil morgen, also wie erkläre ich das jetzt? Wenn ich heute noch 50 Kilometer fahre, habe ich morgen trotzdem noch 117. Aber wenn ich heute nur 30 Kilometer mache, anstatt 50, habe ich morgen anstatt 117 137. Sprich, ich muss jetzt noch mindestens 20, ja eher 25. Dann sind es morgen nicht ganz so viel.
Wenn ich noch 25 mache, passt, dann bin ich bei 110 heute. Also hieß es nochmal ordentlich Kilometer schrubben, dass es nicht zu dunkel wird und ich abends noch Zeit habe, einen Schlafplatz zu finden. Wie schön ist der Sonnenuntergang schon wieder hinter mir. Hallo, darf ich Sie kurz stören? Und zwar suche ich nach einem Stück Wiese, wo ich mein Zelt aufschlagen kann. Wissen Sie irgendwas hier in der Nähe? Ey Leute, ich habe mal wieder übel Glück gehabt. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich habe hier in so einem Schrebergarten, zu sagen wäre untertrieben, ist schon ein richtig schönes Gartengrundstück mit einem riesen Haus drauf. Oder einer riesen Gartenhütte. Hab gefragt, ob ich irgendwo mein Zelt aufschlagen darf. Und jetzt hat sie mir einfach hier ihren Schlüssel da gelassen. Und ich darf jetzt hier drin. Ich darf jetzt hier kochen. Da oben ist eine Matratze. Ich kann hier schlafen. Ich habe ein Klo. Ich habe ein Waschbecken. Ich kann heute Abend noch ein bisschen was schaffen am PC. Ich habe sogar einen Radler bekommen. Es ist ein Traum, Leute. Ohne Witz. Wenn ihr mal irgendwie in so einer Situation seid, wie jetzt die Frau war, helft einander, bitte. Erwartet nicht das Schlimmste von den Leuten. Helft euch einfach gegenseitig und ja, einfach mal machen. Ich bin so glücklich. Einfach eine Matratze. Sie hat gesagt, sie braucht nur das Leintuch drüber schmeißen, es ist frisch gewaschen. Und ich schlafe dann ja eben in meinem Schlafsack. Ey, wie es draußen einfach pisst. Mein Fahrrad steht im Trockenen. Wie viel Glück haben wir dann? Mensch, ey. Am nächsten Tag hatte mein Wecker um 6 Uhr geklingelt. Ich hatte Glück und konnte mir ein bisschen Zeit sparen, da ich mein Zelt ja nicht abbauen musste. Der Schlafplatz im Trockenen war wirklich Gold wert und erholsamer Schlaf war für meine Strecke heute extrem wichtig. Ich habe gerade nochmal die genaue Adresse eingegeben und den Weg gecheckt. Es sind 150 Kilometer, nicht 140. Ich bin bei Kilometer 4 und mir tun jetzt schon die Beine weh. Tag 7 heute. Ich muss Öl an meine Kette hinmachen. Ey, die quietscht, das ist nicht mehr normal. Ich dachte, ich kann es durchziehen bis Wien, aber wohl nicht. Und wie es der Teufel will, war das nicht der letzte Boxenstopp, den ich einlegen musste. Nächstes Problem, das ich fixen muss, ich muss die Schrauben an meiner Gabeltasche enger ziehen, weil es die immer wieder nach hinten schiebt und die in die Speichen kommt. So, jetzt kaufe ich noch kurz ein bisschen was für den Tag und dann wird voll durchzogen. Ich sag's euch, ich mache überhaupt keine Strecke aktuell. Und meine Gabeltasche ist schon wieder locker, aber so ist es halt. Ich sag's euch ehrlich, heute ist irgendwie die Luft raus. Das ist schlecht, wenn man noch 110 Kilometer vor sich hat. Naja, vielleicht finde ich ja meinen Flow heute noch. Ciao. Ihr hört, an Tag 7 war bei mir echt langsam die Luft raus. Aber es hilft nichts. Ich wollte ankommen und mir blieb nichts anderes übrig, als weiterzufahren. Bevor es besser wurde, musste es aber erst noch mal schlimmer werden. Leute, es ist schon wieder locker hier. Ich könnte kotzen, echt. Heute bodenlose Ernährung. Bei mir ist irgendwie die Luft so raus. Ich weiß gar nicht genau warum. Ja, gut. Vielleicht, weil ich heute den 7. Tag ohne Pausetag relativ untrainiert mit einem 60-Kilo-Bike unterwegs bin. Das könnte möglich sein. Aber sonst weiß ich nicht warum. Vielleicht wird es besser, wenn ich aufhöre mit rumheulen. Leute, wir haben 16 Uhr und ich habe immer noch nicht mal die Hälfte. Ich sterbe heute. Egal, heute Abend Dusche
Voltaren und Tigerbalsam. Ich meine, linkes Knie, also mir tun beide Knie weh, aber das linke macht jetzt langsam zu. Ich hätte einfach einen Zug nehmen sollen. Oh, ich bin so am Sack. Oh, fuck. Leute, ich bin am Arsch. Oh, ich bin so durch inzwischen. Leute, die letzten 10 Kilometer. Ich sag's euch, ich habe mir die letzten 2 Stunden so krass einen abgestrampelt. Bestimmt ein 20er Schnitt. Richtig im Tunnel. Ich werde morgen komplett zerstört sein. Ich find's geil. Leute, ich bin da. 150 Kilometer nach Wien. In Wien habe ich erst einmal 3 Tage Pause gemacht, Freunde besucht und mein Fahrrad ein bisschen gepflegt. Schön, dass ihr auch bei Folge 2 wieder dabei wart. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr diese Folge fandet und was ihr euch für Folge 3 wünschen würdet. Natürlich würde ich mich auch wieder über ein Like, Hype und ein Abo freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Ganz viel Liebe für euch, eure Flora.